Das Thema ist ja erstmal, wie kommt man eigentlich zur Verbindung der digitalen und realen Welt, glaube ich. Ja, wir haben jetzt über digitale Geschäftsmodelle gesprochen und man denkt, wenn man an Benutzeridentifikation denkt, wenn man aber auch an Access Management denkt, also Zugang zu Verwendung von Tools, von Kanälen, ja, dann ist man relativ schnell doch in der Überlegung, wie sieht das Ganze denn aus, wenn ich neben der digitalen Welt, wo ich mich bei Systemen anmelden kann, in Shops oder in irgendwelchen Service-Plattformen, was hat es jetzt, wo geht der Staffelstab über in eine reale Welt? Weil viele Geschäftsmodelle beruhen ja durchaus darauf, dass man auch im realen, analogen Leben sich begegnet. Und das ist eigentlich der Fokus dieses Vortrags. Und da haben wir uns bei SIDAS schon recht früh Gedanken gemacht, wie man die digitale und die reale Welt verknüpft. Und das ist auch das, was wir hier mal kurz in der Übersicht darstellen. Also im Grunde geht es ja darum, dass wir über Menschen reden, über nicht nur Nutzer, ne, sondern über Menschen, die sich eigentlich unsere Dienste oder eure Dienste nutzen möchten. Und dazu ist eigentlich wichtig, dass man im ersten Wurf ja mal ein bisschen abstrahiert davon ausgehen sollte, eigentlich bin ich immer eine Person. Ja, ich habe zwar unterschiedliche Möglichkeiten, mir Zugang zu irgendwas zu verschaffen, ja, sozusagen, also als Benutzer digital mit einer, was sagen wir, E-Mail und ups, die E-Mail und dann auch in dem Bereich, was haben wir, Passwort noch traditionell oder passwortlos, aber wenn ich in der realen Welt bin, da brauche ich Zugang zu einem Gebäude, Zugang zu einem Event und diesbezüglich, da habe ich schon eins weitergeschaltet, haben wir eigentlich die Zugangsberechtigung, wie wir sie kennen, mal kurz zusammengefasst und im Grunde der bekannteste Zugangsverfahren in der realen Welt ist ein Schlüssel. Ne? Da hat sich jetzt übrigens die letzten paar, ja, ich würde mal sagen, Quartale, Jahre, Jahrzehnte eigentlich gar nicht viel geändert. Ähm, Dann haben wir das Thema der Tickets, wenn man in den Eventbereich geht. Ich gehe mal gerade einen Schritt weiter, ja, und da gibt es eben in der Regel oder ganz oft noch analoge Tickets, irgendwas, das ausgedruckt wird oder auch was um Blatt Papier irgendwann steht oder so. Es gibt dann auch wiederum solche, so schon ein bisschen modernere Verfahren, wo das dann virtualisiert wird. Aber tatsächlich sind es dann ganz unterschiedliche ähm, Mechanismen und eigentlich ist der Benutzer, der das verwendet, steht da gar nicht mehr im Vordergrund. Ne? Nämlich, weil die Frage ist, wer jetzt den Schlüssel tatsächlich verwendet, merkt man oder kann man bei der Verwendung gar nicht mehr differenzieren. Ne? Ich kann den Schlüssel weitergeben beispielsweise, ich kann das Ticket weitergeben. Und ähnlich sieht es auch bei dem zweiten Fall aus, dieser Keycard letztendlich. Das sind alles Werkzeuge letztendlich, die mir die Möglichkeit zu einem Zugang ermöglichen. Oder wenn man so einen Locker anschaut auf der rechten Seite, da bekomme ich jetzt einen Einmalcode zugeschickt und kann dann irgendwie meinen Logger temporär öffnen, um quasi mein Produkt, meinen Einkauf dort abzuholen. Das ist alles sehr interessant, also insbesondere die Keycard und der Code, ne, gehören schon zu den moderneren Verfahren. Alles andere ist noch recht tradiert, aber es geht, und das sieht man insgesamt auch bei allen Systemen, die wir heute am Markt sehen, was Zugangssysteme angeht, auch in eine mehr digitale, in eine mehr in eine flexiblere Welt. Und das nutzen wir in SIDAS letztendlich, so dass man sich mit einer Benutzeridentität authentifizieren kann. Und zwar unabhängig davon, ob das in der digitalen Welt ist und in der realen Welt. Und warum das wichtig ist für ein Unternehmen ist einfach das, man hat eigentlich eine Rundumsicht auf den Kunden oder auf die Person, ja, zumindest mal, und kann verschiedene Dienste anbieten und wir reden immer nur von der gleichen Person, von der gleichen Identität. Das macht einmal einen persönlichen Umgang mit der Person möglich. Das macht natürlich wieder eine höhere Sicherheit, eine bessere Verlässlichkeit und gibt uns die Chance letztendlich oder Ihnen die Chance, die entsprechenden Anwendungsfälle, die Sie haben, auch einheitlich abzubilden, ohne dass Sie über sich, was einmal
verschiedenste Techniken und Integrationsformen Gedanken machen müssen. Die Probleme, die wir heute nämlich haben, ist zunächst mal aus Sicht eines Unternehmens, sind gar nicht mal so einfach. Nämlich die erste Frage ist schon, wenn ich einem Benutzer, Konsumenten, einem Kunden einen Zugangsschlüssel geben möchte, wie mache ich das denn? Und da sieht man, dass das eigentlich nicht einheitlich zu beantworten ist, erstmal in der heutigen Welt, ja, wo wir uns noch befinden. Und zum Zweiten ist es natürlich, hängt es natürlich ganz stark auch von dem Zugangssystem selber ab, was man verwendet. Aber wie gesagt, die wandeln sich ja. Und deswegen möchte man heute eigentlich, wenn man das anschaut, auch auf der anderen Seite für Nutzer und Konsumenten ein viel besseres Benutzererlebnis schaffen, nämlich die Flexibilität, den Schlüssel irgendwie virtuell und schnell und einfach übermitteln zu können. Die Frage auch, die sich da stellt, das hatte ich vorher schon kurz erwähnt, ist, wer nutzt denn den Zugangsschlüssel? Ja, also das ist so ein, stellen wir uns mal vor, man hat jetzt irgendwie eine Jahreskarte oder ein Ticket oder so und jetzt wird das Ticket einfach weitergegeben, ja, an irgendeinen Dritten. Möglicherweise hat man aber vor Übergabe des Tickets das schon vielleicht die Person speziell authentifizieren müssen, weil irgendwie nur spezielle, sagen wir mal, berechtigte Personen darauf diesen Schlüssel nutzen sollen. Es geht aber auch, und da geht es jetzt nicht nur immer um, was sagen wir, Events, also Messen, Stadien oder andere Dinge, sondern es geht auch tatsächlich um den Zugriff, den Personen erhalten sollen, beispielsweise um Servicearbeiten zu verrichten. Dann haben wir den ganzen Kostenblock der Zugangsverwaltung. Also wenn man das sich anschaut, letztendlich, also Schlüssel ist eigentlich jetzt erstmal grundsätzlich ja günstig. Ne? Die Übermittlung ist eben nicht so günstig. Der Verlust, Ersatz und all das muss gemanagt werden. Also es ist eigentlich im Grunde genommen schon ein größerer Punkt und auch das Thema der Ticketerstellung, Übermittlung ist heterogen und auch kostspielig. Ja. Und deshalb ist auch dank der Digitalisierung eine gute Vereinfachung möglich. Und dann haben wir die Übertragung, wie schon gesagt, an andere Personen, aber dann jetzt in dem Zusammenhang an andere Personen. Vielleicht möchte man das ja zulassen. Ja? Also eine Person ist irgendwie krank, nicht abkömmlich und jetzt soll eine andere Person kann an deren Stelle treten und jetzt letztendlich einen Zugang erhalten, also zu einem Gebäude, zu einer Veranstaltung. Und da ist es natürlich so, dass wenn man das macht heute, das ist der Vorteil von einer Karte vielleicht heute oder von einem Ticket, dass man das einfach übergeben kann, aber eben dann immer nur persönlich oder mit, was auch immer, postalischem Weg und mit einem gewissen zeitlichen Vorlauf. Dann haben wir, wenn man heute über die reale Welt redet, durchaus auch die Fragestellung, wie leite ich denn Personen zum richtigen Zugang, zu der Lokation, wo sie auch Zutritt erhalten. Auch da bieten die herkömmlichen Verfahren jetzt nicht so viele Möglichkeiten. Und es gibt eine Fragestellung, die besteht natürlich heute und wird auch in Zukunft bestehen, weil man möchte ja Flexibilität haben. Es gibt verschiedene Anbieter von Schlüsseln und Zugangssystemen und die alle wollen irgendwie ja auch integriert werden. Was hier schon auch zum Ausdruck bringt, dass wir nicht ein Zugangssystemhersteller sind, aber den Zugang digital und im realen Leben ermöglichen, um das vorweg als Differenzierung auszuführen. Die Frage natürlich, die ein Unternehmen oder die uns ja grundsätzlich interessiert, wann erfolgte denn der Zugang? Wie kann ich das protokollieren? Ja? Und das ist heute eigentlich technisch ja kein so ein großes Problem, wird aber zum größeren Problem, je älter, je tradierter die Zugangsschlüssel sind, die ich verwende. Und wenn das irgendeine Kanalisierung, also wenn das so ein Crowd-basierter Ansatz ist, wo ich zum Beispiel viele Menschen in kurzer Zeit durch einen Zugang schleusen sollte oder müsste, dann kann ich das sogar nutzen, dass ich die Erwartungen und die Wartezeiten dann auch reduzieren kann. Die
zusätzlichen Sicherheitsoptionen, die zum Beispiel ein SIEM anbietet mit Multifaktor-Authentifizierung oder risikobasierter zusätzlicher Authentifizierung, die bei berechtigtem Zweifel, die fallen bei diesen heutigen Verfahren im Grunde fast komplett weg, wären auch viel zu aufwendig und deswegen kann man die auch nicht anwenden. Das kann man aber zukünftig tun und wir erklären, und wenn ihr euch tiefer mit CIDS beschäftigt, werdet ihr sehr, sehr leicht sehen, dass es einfach eine sehr schöne Nutzung der Möglichkeiten gibt, der digitalen und der realen Welt. Als Konsument stellt sich die Frage genau andersrum dar. Ne? Wie erhalte ich denn den Zugangsschlüssel rechtzeitig? Ne? Denken wir mal an ein Event. Wenn ich zu einem Event gehe, brauche ich teilweise schon eine gewisse Zeit, eine reifliche Überlegung, ob ich mich da zu einem Event anmelde, ob ich spontan dorthin gehe. Und letztendlich kann man das durch Digitalisierung natürlich dramatisch beschleunigen. Und so ist es auch mit dem Übertragung von Zugangsschlüsseln. Ne? Also denkt man mal an eine Dauerkarte oder sowas oder einen Jahrespass, den man hat. Und als Unternehmen stelle ich die Möglichkeit zur Verfügung, dass das auch übertragbar ist. Dann kann man durchaus dem Halter, dem Benutzer, dem Besitzer dieses Jahrespasses die Übertragung gewähren und so kann ja eine andere Person für ein Einzelevent zum Beispiel einen Zugang geben. Ein anderes Problem ist natürlich der Verlust des Zugangsschlüssels. Grundsätzlich kann das natürlich immer mal passieren, aber ist natürlich bei physischen Schlüsseln da deutlich gesteigert. Man kann ihn auch nicht schnell wieder reproduzieren und deswegen scheitern eigentlich auf Sicht all die vorher genannten oder viele der vorher genannten Verfahren eigentlich aus, ja, weil Benutzer da nicht mehr das eigentlich mehr auch nicht verstehen können, weil es gibt andere Verfahren und es ist so dieser Market Pull, ne, den Cedric vorher erwähnt hat, der durchaus auf Sicht auf uns alle zukommen wird. Ich den auch nutzen würde, wenn es darum geht. Ansonsten bleibt man zögerlich, handelt eben nicht, geht nicht zu den entsprechenden Ereignissen oder nimmt einfach das Angebot nicht wahr. Die umständliche Handhabung des Zugangsschlüssels ist auch nur eines. Ne? Letztendlich, wer kennt das nicht? Ne? Mache ich das jetzt alles richtig? Halte ich die Keykarte richtig verkehrt? Ne? Wie verwende ich die Eintrittskarte? Ne? Ist die verknittert oder ist die lesbar? Sozusagen mit der entsprechenden Aufbewahrung. Wie gesagt, man kommt von einer analogen Welt, aber wir müssen und wollen die verknüpfen und wir zeigen auch schon mal, wie wir das tun. Also der Vorteil beispielsweise, den wir in CIDS geschaffen haben, ist zunächst mal, dass wir ein Identity und Access Management Plattform liefern und diese Identity und Access Management Plattform bietet ja verschiedene Verifikationsmethoden, wenn man oben rechts schaut. Und da bieten wir beispielsweise eine Gesichtserkennung, wir können auch per NFC, per Codescanner dann einen Zugriff auf entsprechende für Zugänge ermöglichen. Ich muss mal abstrakt sprechen. Zugang ist quasi dann hier jetzt die Tür, die Drehtür ist was auch immer physisch gesehen halt ein Schloss irgendwie, was digital geöffnet werden kann oder eigentlich elektronisch geöffnet wird. Mehr ist es ja im Grunde nicht. Die Frage, wie es sicher geöffnet wird, stellt ja dann der Zugangshersteller fest, dass man das nicht quasi mit einen einfachen Schlüssel machen kann. Aber wir identifizieren und verifizieren, ob es sich um die Person handelt. Und wir können dann auch entsprechend dieses Auslösen des Öffnens dieser Durchgänge ermöglichen. Dann bieten wir ein Pass- und Ticketmanagement. Also man kann sich das eigentlich so vorstellen, man kann entweder ein Einzelticket haben oder ein Pass. Und wie gesagt, nicht falsch verstehen, wir sind nicht ein volles Ticketmanagementsystem, wo man quasi jetzt im Moment die Kartografie oder das Layout einer entsprechenden Bestuhlung festlegt, so wie im Theater oder so. Aber wir ermöglichen es, dass man einen Pass, ein Ticket einer
Person zuordnet, beziehungsweise eben auch eine Übertragung auch ermöglicht und auf der anderen Seite auch, dass man diese auch natürlich mehrere Pässe und Tickets haben kann. Und dieses Pass- und Ticketmanagement ist so einer der Enabler, die man verwenden kann, beispielsweise in SIDAS, je nachdem, welches Layout euer Unternehmen, eure Organisation hat. Es gibt aber auch andere Optionen, wo man einfach, und das ist Pass- und Ticketmanagement, wo es um eine flexible, um eine variable, dynamische Zuordnung geht. Und es gibt aber auch feste Zuordnungen, wo man einfach sagen kann, eine Person hat Zugang zu diesem Eingang und zwar permanent. Ja. Dann bieten wir, und das ist eigentlich ein großer Vorteil, wir bieten die Schnittstellen zu den Zugangssystemen verschiedener Hersteller an. Das machen wir dadurch, dass wir das abstrahieren letztendlich und sagen, okay, welcher Zugangshersteller auch immer das sein mag, Zugangssystemhersteller sagen sein mag, wir bieten Schnittstellen dazu an, sodass dass ein Unternehmen sich keine großen Gedanken machen muss, letztendlich nicht nur bei der Auswahl des Zugangssystems, aber bei der Integration in ein einheitliches Identity und insbesondere auch Access Management System. Wenn man bei SIDAS jetzt hier spricht, ist das Thema Access Management durchaus das, was im Vordergrund steht. Und am Ende hat man SIDAS als einen Schlüssel für diese Lösungen, und zwar in der digitalen und in der realen Welt. Was ein unglaublicher Vorteil ist, wenn man an ganz viele Geschäftsmodelle und Anwendungsfälle denkt, wo wir eigentlich mit unterschiedlichen Verfahren unterschiedliche Schlüssel ausgeben und die Person ist offen gesagt nicht immer die gleiche. Zumindest können wir es nicht digital nachhalten. Und das ist eigentlich durchaus gut und vorteilhaft, weil am Ende bekommt man dann für den Kunden über die Kunden eine Rundumsicht auch. Und kann viel mehr Komfort anbieten, als das in der Vergangenheit der Fall war. Wenn man sich das anschaut, was haben wir noch bei SIDAS im Bauch? Das machen wir schon lange Jahre. Wir benötigen im Grunde genommen die Geokoordinaten eines Benutzers schon aus Gründen der Sicherheit. Und nicht jeder, also der Benutzer gibt ja durchaus Einverständnis dazu, ja. Allerdings ist natürlich, wenn das so, also implizit in den Tiefen unserer Systeme, dadurch, dass wir da auch KI anwenden, ist eben die Betrachtung eines Benutzers, der diese Information nicht bereitstellt, ist ja grundsätzlich in einem anderen Risikocluster drin. Und das ist eigentlich ganz gut zu erklären, warum man diese Informationen benötigt. Und man kann auch in diesem Zusammenhang, wenn wir jetzt mal ein bisschen vom Business sprechen, auch sagen, okay, ich kann ja die Einwilligung für die Nutzung dieser Geokoordinaten dann an der Stelle auch etwas weitergehender fassen und weitere Fragen adressieren. Nun, es ist eben so, wenn man diese Möglichkeit hat, und das bieten wir bei SIDAS an, haben wir Geofences, die man quasi um seine Lokationen formen kann und beispielsweise Eintrittsbereiche zu markieren. Und dann kann man auch mit SIDAS beziehungsweise in der Verwendung dieser APIs, die wir anbieten, Benutzern entsprechende Hinweise geben, wenn sie sich diesem Gebäude nähern. Beispielsweise, gerade ist eine ziemlich lange Schlange. Ne? Wäre gut, wenn du nochmal in unseren Store hier physisch vor Ort gehst, um dann vielleicht irgendwelche Dinge anzuschauen oder was zu kaufen. Und man kann eben damit auch also so das Erwartungsmanagement viel besser in den Griff bekommen und ist eigentlich modern und proaktiv. Wie gesagt, das sind Optionen, aber ist sehr gut. Technologisch, weil man ja eigentlich, wir natürlich keinen Jumpstart komplett in die digitale Welt, insgesamt auch in der realen Welt hinbekommen, haben wir ja natürlich dafür vorgesorgt, dass wir Technologien unterstützen wie QR-Code und Barcode in unserer Authenticator-App beziehungsweise in einem SDK, was ihr in eure Apps integrieren könnt.
mit dem Vorteil, dass wir eigentlich schon eine sehr, sehr hohe Sicherheit haben. Also man speichert nicht irgendwas in einen Wallet oder man schickt das per E-Mail raus und per E-Mail wird es dann, also das Ticket weitergeleitet an einen Dritten, sondern man hat es in der App. Und in der App ist dann dadurch, dass der Benutzer authentifiziert ist, habe ich eine hohe Sicherheit und ich habe es personalisiert. Und ich nutze dennoch die heutigen gängigen Zugangssysteme, die eben heute auf QR-Code und Barcode aufgebaut sind, um letztendlich um Zugang zu erhalten. Alle anderen Mechanismen hat SIDAS sowieso im Bauch. Dann bieten wir die Möglichkeit mit NFC, RFID, auch eine kontaktlose, nahtlose Autorisierung an den zugeordneten Zugangspunkten durchzuführen, was im Grunde eigentlich die Zukunft ist. Ja, man wird von diesen physischen Tickets und auch QR-Codes und Barcodes da ein Stück weit wegkommen, weil einfach andere, modernere Mechanismen die alten und radierten ersetzen. Wie wir das machen, ist ja das eine ist ja gerade, also QR-Code, Barcode oder NFC und RFID, die dienen zum Pairing sozusagen. Ne? Das heißt, ich bin am Zugangspunkt, am Eintrittstor und habe schließlich sehr einfach die Möglichkeit, mich dort den Zugriff, also zu bestätigen, dass ich es bin, ja. Und dann bietet SIDAS eben durch die Schnittstellen, die wir geschaffen haben, entsprechende Opening-Triggers an. Das ist jetzt beim QR-Code und Barcode nicht ganz so wichtig, weil da kann das System das autonom machen wie bisher. Aber die Zukunft der Schlüssel ist eben digital und die Zugangssysteme, moderne Zugangssysteme, bieten dazu Web-APIs entweder oder Offline-Keys an. Also Web-APIs heißt, in SIDAS wird getriggert, dass das Gate 38 geöffnet wird oder so. Ja? Und dann durch einen API-Call und dann öffnet sich diese Tür. Es kann aber auch durch einen Offline-Key erfolgen, sodass dann dieser Key, den das Zugangssystem hat, quasi in der SIDAS App SDK oder in der App verortet ist und dann ein Offline-Access sozusagen auch möglich ist, ohne dass man eine Internet-Connectivity hat. Soll es ja im Zweifelsfall noch geben, dass man nicht überall eine tolle Internetausleuchtung hat in Deutschland, was auch fürs Mobilnetzwerk zutrifft, ehrlicherweise. Aber auch das wird irgendwann Geschichte sein. Und bei QR-Code oder Barcode ist das eben optisch. Gut, das ist so im Wesentlichen das, was wir an Schnittstellen anbieten. Jetzt freue ich mich auf eure Fragen, wenn ihr welche habt. Hi, da bin ich wieder. Vielen Dank für den Vortrag. Ich denke, war sehr spannend. Wir haben 2 Fragen. Wir beginnen gerade mal mit der ersten. Vielleicht kriegen wir die zweite noch unter. Das erste Thema ist, wo wird denn heute schon die Real-World Identification eingesetzt zum Zugang zu Gebäuden zum Beispiel oder zu ähnlichen Szenarios? Also zunächst mal machen wir das natürlich selbst bei uns, ja. Also man muss immer das auch selber verwenden, was man produziert hat. Also von dem her erledigen wir das bei uns im Gebäude und auch in unseren Tochterunternehmen. Ja, letztendlich wird es einheitlich verwendet. Es wird auch verwendet in entsprechenden universitären Einrichtungen, ja, also wo es Zugang, also da wird insbesondere das Thema Pass, oder Tickets verwendet, wo man, was auch immer, wenn man in der Mensa was kaufen möchte oder wenn man Parkmöglichkeiten hat und die entsprechende Zuordnung, aber auch in Themenparks, ja, letztendlich. Sehr gut. Wir haben noch eine zweite Frage, da geht es um das Thema MyFair Desfire-Karten. Da kann ich vielleicht schon vorne weggreifen im Produktbereich. Wir haben natürlich verschiedene Technologien, die wir in Zukunft auch planen, zu integrieren in SIDAS. Da sind wir im Austausch mit Partnern, mit Kunden, was hier quasi zukünftige Technologien sein können zur Integration zu SIDAS. Aufgrund des Zeitplans würde ich dich hier verabschieden.
Ich wünsche dir noch einen schönen Vormittag. Schau gerne rein, wie es weitergeht. Ich habe gesehen, du hast dich ja angemeldet, war ja auch deine Pflicht hier. Danke, Ja, dass du dabei ich freu warst. mich schon auf einen guten Vortrag, weitere gute Vorträge und eine spannende Podiumsdiskussion. Danke dir. Euch viel Erfolg und ich bin als Gast dabei weiterhin. Herzlichen Dank.